Okay, Helena, fantastic to meet you. Thanks so much for taking the time to speak with us. Es freut sich sehr, dich kennenzulernen und vielen Dank, dass du jetzt die Zeit genommen hast, um mit dir zu sprechen. Congratulations on a really fantastic performance. Maybe you can start by telling me why you wanted to play the role of Benny in System Crashers. Kannst du ihr erzählen, warum du Benny gerne spielen wolltest in System Springer? Ich wollte Benny gerne spielen, weil man unter anderem in dem Film sehr viel Action hat und man kann alles auch loslassen und man kann auch mal frech sein im Film und mal Quatsch machen und wir haben ja auch viel erlebt, also wir waren ja auch in der Heide 2 Wochen und ja, weil es auch sehr actionreich ist. So she was really excited because the film is full of action and you can let go and you can be a bit feisty and mischievous and you can have all these wild emotions, and she also was excited about all the adventures she was going to experience on location in the Heide, which is a part of Germany. And how did you prepare to play this role? Did you have to meet other children who perhaps have some of these problems? Did you find any of it challenging to try and learn about the problems some of these children have? Ich habe das Drehbuch gelesen und ich habe mich mit Leuten vom Film getroffen, unter anderem auch sehr viel mit Nora, der Regisseurin. Und wir haben viel darüber gesprochen und wir haben auch über die Unterschiede gesprochen von mir und Benny und was sie in der Situation tun würde und was ich tun würde. Und ja, da haben wir viel darüber geredet und ich habe unter anderem auch das Drehbuch gelesen. So she read the script, which was the start, and then she met up with Nora. And a lot of the work that they did together is that they found the differences between Benny and Helena, and where does one person end and the other person start. And then they did a lot of exercises about being in the situation and how would Helena react and how would Benny react. Were there any points in the film that you found really hard to perform? I mean, Benny, has to get into some quite extreme circumstances, some quite violent moments. She's out in the woods, she's cold. Was there one moment or a few moments you found particularly hard to perform? Waren da Momente bei den Dreharbeiten, die du extrem schwierig fandest, die dir schwer gefallen sind? Ob das jetzt Emotionen waren oder weil du kalt im Wald standest oder weil es ja relativ extreme Momente auch waren, durch die Benny geht? Es war schwierig, manchmal auf Knopfdruck loszuweinen oder dann direkt so loszubrüllen und direkt da reinzufallen oder wenn man viel Ausdauer brauchte, wie zum Beispiel Treppen hochlaufen oder so. Das war manchmal etwas schwierig zu spielen, aber also dass man halt auch spielen musste, dass es eben nicht so schlimm war für Benny dort hochzurennen, weil Benny hat ja quasi, ich sag mal jetzt, noch mehr Kraft als ich und wenn sie dann die Treppen hochgerannt ist, war sie dann nachher zwar auch aus der Puste, aber nicht so doll wie ich aus der Puste gewesen wäre und dann musste man das immer so ein bisschen leicht verspielen, dass man das nicht so merkt und dass man auch beim Weinen musste man ja auch direkt in die Emotionen ansteigen und das war manchmal etwas schwer, aber es hat auch Spaß gemacht, die Erfahrung zu haben. So there was 2 things that were a little bit tricky for her. One was to cry on a button, to immediately throw yourself into the emotion, to be just in a split second, to start screaming in a split second very loudly. So that was the emotional part that sometimes was a bit tricky. And the other part was when she was running up the stairs. As Helena, she was quite exhausted running up the stairs, but Benny has a lot more energy than Helena. So when she was coming to the top of the stairs, she had to play over the fact that she was a little bit out of breath because Benny wouldn't be, but she was. But she was really excited about having to do all of that as well. One of the key connections, I think, in the film is between Benny and Misha. Did you have to have a lot of trust with Albrecht to perform the relationship between your 2 characters so as well as you did? Also eine der wichtigsten Beziehungen im Film ist ja die zwischen Benny und Misha. Und war es für dich auch sehr wichtig, auch ein tiefes Vertrauen in den Albrecht zu haben, damit ihr auch miteinander gut auskommt? Ja, das war sehr wichtig, weil man zum Beispiel, als wir Holz gehackt haben, saß ich auch einmal auf seinen Schultern und da musste man ihm halt auch vertrauen, dass der mich halten kann, weil ich ja dann auch mit dem Hammer auf das Holz geklopft habe, sage ich jetzt mal. Und da muss man auch Vertrauen darin haben, dass er auch
einen halten kann oder wo ich ihn auf den Arm springe, hat er gerade eine Tasse mit heißem Wasser, mit einem heißen Getränk in der Hand. Und da musste man ihm vertrauen, dass man das nicht auf den Körper kriegt oder dass er einen auch halten kann, weil das ja im Film plötzlich kommt. Oder er muss aber so tun, im Film kommt es plötzlich und er weiß aber, dass es kommt. Und man musste schon Vertrauen zu ihm haben, aber das hatte ich auch. So she had really great trust in Albrecht, and she did need it because there were some scenes where she really physically had to trust him a lot. One is when they're chopping wood, and she was sitting on his shoulders, and she had a wooden hammer in her hand to chop the wood, and she really had to trust him that he wouldn't let go of her and he wouldn't drop her. And then there's this other scene where she jumps on him and he's got a hot drink in his hand. I think it's a coffee or something. And so when she was jumping on him, she obviously had to trust that he does know what's coming and that he can react in the right way not to burn her. Mm. And I think something the film does very well is resist judging anybody, and we have a lot of empathy for all the characters, in particular Benny, despite what she does. How did you see the character, and did you ever feel like frustration that someone would go to these lengths that she couldn't control herself or calm herself down in order to have a better life for herself? Die Frage geht darum, ob der Film versucht ja, dass er nicht urteilt, ob und wie Benny ist und warum sie so ist. Und hattest du manchmal Probleme oder hast du Benny manchmal verurteilt und dir gedacht, warum macht die jetzt sowas? Warum ist die jetzt so? Warum geht sie so weit, um ihr Leben zu verbessern? Also, ich habe sie nicht richtig verurteilt, aber ich habe manchmal schon überlegt, warum sie das getan hat, weil das ja alles eigentlich schlimmer macht. Zum Beispiel, wo sie das Baby in der Hand hat, hätte sie es auch einfach abgeben können und dann wäre es einfach ein schöner Tag gewesen. Oder beziehungsweise, ich meine, ich will jetzt nicht spoilern, aber da wäre dann die Leute vom Jugendamt gekommen, aber sie hätten halt in Ruhe frühstücken können und zum Beispiel da habe ich mir gedacht, warum sie das jetzt tut, also warum sie jetzt mit dem Baby wegrennt, warum sie das nicht einfach abgibt, aber ich habe nicht so richtig ich hatte nicht so richtig Urteile, aber manchmal habe ich mich gefragt, warum sie etwas tut und hat dann aber auch mit Nora darüber geredet und was sie sich dabei denkt und warum das so ist und dann habe ich eigentlich auch relativ schnell verstanden, aber manchmal habe ich am Anfang so gedacht, warum tut sie das und musste erst mal überlegen. So she didn't judge Benny as such, but she was sometimes surprised why Benny would act in certain ways. For example, when she's with the baby, she didn't quite understand why she wouldn't give up the baby. Everything would have been fine and they could have had a perfectly nice day. And she doesn't want to spoil anything, but then, the social services could have just taken her and her life would have been fine. So some of the extreme reactions that she had, she didn't quite understand. She didn't judge her for it, but she didn't understand. So she would talk to Nora about it, and her and Nora would talk about why she would react certain ways in certain situations. And what was your experience working with Nora? I mean, obviously she wrote the story and then she's also directed the film. How was it working with her as a director? Wie war die Erfahrung für dich, mit Nora zu arbeiten? Sie hat den Film ja geschrieben und auch Regie geführt. Was war das für dich für eine Erfahrung? Also, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine sehr schöne Erfahrung war, weil Nora auf einer Seite eine ruhige Person ist, weil sie kann auch dann mit einem reden und bleibt dabei ruhig, aber auf der anderen Seite kann man auch mit ihr richtig arbeiten und richtig Action haben. Also es war sehr cool, weil es war immer, wenn wir gedreht haben und wir eine wichtige Szene gedreht haben, konnte sie ruhig bleiben und in Ruhe alles erzählen und ist dann auch nicht nervös geworden, wenn was nicht geklappt hat oder so. Aber man konnte mit ihr gleichzeitig auch viel Action haben. Also es war eine sehr schöne Erfahrung, weil sie kann beides. So, sie kann Action machen, aber sie kann auch auf einer Seite ganz ruhig sein. So she really enjoyed the work with Nora for two reasons. One, because Nora is very calm and quiet, and so she never lost her temper or got nervous when something wasn't working. It was really nice because she always quietly explained everything that was going on, and whenever they were working, everything was very peaceful and very quiet. But on the other hand, Nora is an action girl, and you could have fun with her as well, and so she really enjoyed both sides of Nora. And just very quickly, finally, can you tell me what you're going to do next? Have you got other roles lined up? What's going to be your next project? Die Frage ist noch,
was du als nächstes vorhast? Hast du irgendwelche Rollen, die du demnächst spielen wirst oder was du so für die Zukunft planst? Also ich hatte 2 Castings, aus denen ist jetzt nichts geworden, aber wir werden sehen, ob wieder was Neues kommt. Aber an der Zukunft würde ich auf jeden Fall, wenn das klappt natürlich, sehr gerne weiterhin Schauspielerin sein und auch gerne Kinderbücher schreiben und möglicherweise auch nebenbei etwas besitzen, wie ein Hotel oder so, weil man weiß, die Schauspielerei hat ja 2 Seiten. Auf einer Seite kann man ganz viele Projekte haben und auf der anderen Seite manchmal hat man gar kein Projekt. Und dann ist es gut, wenn man immer noch einen Plan B hat, sage ich jetzt mal, damit falls mal irgendwie ganz lang gar nichts kommt und danach wieder ganz viel, dass man halt immer dann was hat. Aber ich würde gerne nebenbei auch Kinderbücher schreiben, weil mir das Schreiben und generell in die Richtung Kunst, also nicht malen, aber Kunst, Schreiben, Deutsch, Sprachen und so sehr, sehr gut gefällt. So she would like to continue acting, so if anything comes up she's very keen. She's also excited to, she wants to write children's books. That's another passion of her, writing languages, that's a passion of hers, so she would like to write children's books. And also she thinks it's safe to have something on the side, like owning a hotel or something like that. So in case acting doesn't work out, because acting is quite an unstable job, it'd be good to have something solid on the side. Indeed, that sounds like a good plan. Well, thank you so much for speaking with us and congratulations on a really incredible performance in this film. Vielen Dank und Gratulation für deine ganz tolle Performance. Thank you. Thank you.